Hallo, ich bin Tom. Ich zeige dir, wie ich meine Kontaktformulare in WordPress mit PGP verschlüsselt habe. PGP steht für Pretty Good Privacy und das ist ein Ende-zu-Ende-Verschlüsselungssystem mit einem Schlüsselpaar. Als Schema habe ich das hier mal aufgezeichnet, also das ist ein Kontaktformular, Name, E-Mail, Betreff und in diesem Fall sollte der Inhalt des Nachrichtenfeldes mit meinem öffentlichen PGP-Schlüssel verschlüsselt werden und verschlüsselt übertragen und verschlüsselt gespeichert werden. Ich zeige das nachher noch genauer. Wie funktioniert eine Verschlüsselung mit PGP? Dafür schauen wir uns erstmal nur diesen Kreis hier in der Mitte an. Jeder Schlüssel besteht aus einem Schlüsselpaar und der eine Teil ist ein öffentlicher Schlüssel, der kann herausgegeben werden und das zweite Teil ist ein privater Schlüssel zum Entschlüsseln der Nachrichten oder der Dateien. Jeder Sender, jemand möchte dir eine verschlüsselte Datei senden oder ein Kontaktformular, nimmt den öffentlichen Schlüssel und verschlüsselt damit die Daten, sendet die verschlüsselte Datei. Diese wird dann verschlüsselt gespeichert in Outlook, in Thunderbird oder auf den Servern, also kein Webhoster, kein Admin, niemand hat Zugriff, außer der den privaten Schlüssel und das Passwort hat. Wie sehen die Schlüssel aus? Also hier ist jetzt mal das Schlüsselpaar, ein öffentlicher und ein privater Schlüssel. So, der öffentliche Schlüssel beginnt dann immer mit Begin PGP Public Key Block und hat dann so eine zufällige, beliebige Zeichenfolge. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Passwort in der Länge, das erraten werden müsste. Und der private Schlüssel ist dann noch etwas länger und hat auch so eine Kopfzeile mit Begin PGP Private Key Block und dafür wäre das hier in Anführungsstrichen das Passwort. Ist jetzt sehr vereinfacht, aber ja. Das ist sehr lang, das ist eine 4096-Bit RSA-Verschlüsselung und eine Nachricht würde dann so aussehen, ist dann mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt worden. Die Nachricht Kopfzeilen und das hier wäre der Inhalt der Nachricht, Ende und Ende Message. Dieser Text ist dann auch so auf den E-Mail-Servern gespeichert oder im Outlook, Thunderbird und so weiter. Man kann dort seinen privaten Schlüssel importieren und nach Eingabe vom Passwort die Inhalte darstellen. Die Vorteile sind natürlich, das verhindert das Abgreifen sensibler Daten durch Dritte und auch den Zugriff. Nur Sender und Empfänger können die Nachricht lesen und schützt auch vor Zugriff durch Webhoster, Admins, jeder, der irgendwie auf die IT-Infrastruktur zugreifen kann oder muss. Es bietet vertrauliche Kommunikation, gerade für Zugangsdaten ist es ideal, aber auch Daten wie Rechtsberatung, medizinische Anfrage, Bewerbungen und so weiter. Es ist universal integrierbar mit WordPress-Plugins wie Contact Form 7 oder anderen, auch eigenen Kontaktformularen. Das wird mit OpenPGP-JS umgesetzt und ich kann das in jedes Formular reinprogrammieren, ohne dass das Formular geändert werden muss. Das geschieht dann mit JavaScript und die Verschlüsselung geschieht clientseitig. Das heißt, keine Schlüssel, keine privaten Schlüssel und keine entschlüsselten Daten werden an den Server gesendet. So, ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele. Ein Beispiel ist das Kontaktformular mit WordPress. Da tippe ich jetzt mal ein meinen Namen, Tom. So, Betreff Test und das ist geheim. Okay, und dann habe ich jetzt hier unten die Möglichkeit per JavaScript mit meinem öffentlichen Schlüssel dieses Textfeld zu verschlüsseln. Da mache ich jetzt ein Häkchen rein, dann sieht die Nachricht so aus und so wird die auch gespeichert und an mich übermittelt. Wenn ich jetzt das noch anklicke, kann ich die Nachricht senden und ich bekomme eine E-Mail in meinen Posteingang und die kann ich nur lesen, wenn ich denn meinen privaten Schlüssel und das Passwort dazu habe. Eine zweite Option, die ich programmiert habe, ist, viele haben nicht die Möglichkeit, verschlüsselte Dateien zu empfangen oder verschlüsselte Texte. Und mit Kunden ist es dann immer schwierig, weil man hat ja für Zugangsdaten sehr komplizierte, lange Passwörter mit Sonderzeichen und Groß- und Kleinschreibung und so weiter. Und dann
es war die Praxis immer so, dass ich dann ein langes Passwort in eine Textdatei geschrieben habe, ein kompliziertes, diese Textdatei in ein ZIP-Archiv gepackt habe, passwortgeschützt RSA verschlüsselt, per E-Mail gesendet und dann per Telefon oder auf einem anderen Weg das einfachere Passwort durchgegeben habe, mit dem der Kunde dann die ZIP-Datei öffnen konnte und das komplizierte Passwort dort rauskopieren, sodass halt nichts unverschlüsselt übertragen wird. Das ist ziemlich umständlich und deshalb habe ich da etwas geschrieben. Da kann sich dann jeder hier ein eigenes Schlüsselpaar auf meiner Webseite generieren. Ich gebe hier mal ein, meine Mail. Dann klicke ich hier rein. Dann wird der öffentliche Schlüssel erzeugt. Privater Schlüssel ist im Browser hinterlegt, wird nicht an den Server gesendet. Dann klicke ich hier. Dann habe ich jetzt eine E-Mail bekommen, dass mir jemand einen Schlüssel gesendet hat. Ich kann dann damit, also den öffentlichen Schlüssel von diesem Einmalschlüssel, der hier erzeugt wurde, ich kann dann damit eine Nachricht verschlüsseln, dem Kunden zukommen lassen, auch per E-Mail, per WhatsApp, egal wie. Er kann die Nachricht hier einkopieren und entschlüsseln, dann steht hier unten der Text, den er sich dann rauskopieren kann. So würde dann der Weg zurück funktionieren, wenn ein Kunde keine Verschlüsselung kann. Ich kann die Schlüssel hier mal anzeigen. Das ist jetzt der Public Key, den habe ich bekommen. Das ist der private Key, der ist nur lokal im Browser gespeichert, also nur auf dem Rechner vom Besucher. Und das ist ein 4096-Bit RSA-Schlüssel. Wie gesagt, Einmal-Keys. Wenn ich die Seite neu lade, lande ich wieder vorne und bin dann wieder, muss mir wieder einen neuen Schlüssel erzeugen. Das ist sehr sicher, gerade noch in Verbindung mit den Einmal-Wegwerfschlüssel. Wenn du da Interesse hast und sowas möchtest, ich mache individuelle WordPress-Programmierung, WordPress auf Maß, eigene Teams, Seitenvorlagen, Widgets, auch Plugins, individuelle, auf deine Wünsche zugeschnitten, schnell und sicher. Ich habe lange Jahre Erfahrung mit WordPress, ich mache das schon seit 2004 und bin Softwareentwickler und auch mit PHP und SQL, da bin ich zu Hause. Ich biete Support, mein Stundensatz ist 60 € inklusive Mehrwertsteuer. Ich rechne in 15 Minuten Zeiteinheiten ab und ich versuche gerade den Sinn von WordPress zu unterstützen, dass Leute ihre Webseiten selbst machen. Und wenn sie nicht weiterkommen, wenn es Probleme gibt oder wenn erweiterte Funktionen gewünscht werden, dann können sie sich bei mir melden. Ich unterstütze da kurz, bringe sie wieder auf einen guten Weg. Habe bestimmt auch noch durch die lange Erfahrung den einen oder anderen guten Tipp. Und dann geht es alleine wieder weiter. So, dann würde ich mich freuen, von dir zu hören. Und auch kannst mir gerne eine verschlüsselte Nachricht über mein Formular senden. Und vielen Dank fürs Zuhören.